Die Nachschränke sind jetzt fertig. Ich habe, nachdem ich die große Rundung dran gefräst habe, an alle anderen Kanten noch eine kleine 2 mm Rundung dran gefräst. Herzlich willkommen in der Redwood Möbelmanufaktur. Heute geht es weiter mit den Nachtschränken aus Eiche. Die werden heute auch fertig. Als nächstes werde ich die Leisten einleimen, die ich beim letzten Mal zugeschnitten habe. Das sind die, die hinter die Fronten kommen. Während das dann trocknet, kann ich mich schon mal mit den Beinen befassen. Da werde ich jetzt in die Oberseite 2 Dübelbohrungen reinmachen und halt in den Unterboden von dem Korpus auch noch die 2 Dübelbohrungen. Zusätzlich zu den Dübeln werde ich die auch noch mit einer Schraube sichern. Und danach geht es mit dem Korpus weiter. Hier muss eine große Viertelrundung dran. Dann können wir den Schubkasten einbauen und Oberfläche machen. Ich habe jetzt eine Langlochbohrmaschine an den Füßen an der Oberseite die 2 Löcher gebohrt. Als nächstes kommen hier in den Korpus unten jeweils die 2 Löcher für jedes Bein rein. Da werde ich mir eine kleine Bohrschablone machen, die man immer hier auf die Ecke drauf halten kann, wo dann die Löcher vormarkiert sind. Das kann ich dann an alle Ecken dran halten und ja, so die Löcher übertragen und bohren. Ich werde das als nächstes hier an die Fingerzinken eine große Rundung dran fräsen. Ich habe hier ein kleines Probestück, mit dem ich die Fräse. Nochmal. Wir haben für die Tischfräse einen 15 mm Radius Fräser. Den habe ich jetzt schon eingestellt. Ich hatte hier ein kleines Probestück, wo ich ein paar Ecken angefräst habe. Es ist immer wichtig, dass man nicht zu viel wegfräst. Idealerweise dann halt eben auch nicht zu wenig, wenn man sonst wieder sehr viel Nacharbeit hat mit dem Schleifen. Das habe ich jetzt alles eingestellt. Bei dem Fräsgang ist wichtig, dass ich diesen Klotz dahinter halte. Es ist so, dass wir hier die Längsfasern haben und wenn ich jetzt in diese Richtung fräse, dann kann es sein, dass es hier hinten ausreißt. Das möchte ich nicht. Deswegen werde ich bei dem Fräsen diesen Klotz dahinter halten, um diese Fasern zu unterstützen, dass sie nicht ausreißen. Nachdem ich die große Viertelrundung dran gefräst habe an die Korpusecken, habe ich an alle anderen Kanten auch noch eine 2 mm Rundung dran gefräst.
Ich habe die Füße dran geleimt. Dann habe ich alles geschliffen und mit Hartwachsöl behandelt. Und ganz zum Schluss den Schubkasten reingeschraubt und die Front rangeschraubt. Ihr habt jetzt noch ein paar letzte Aufnahmen von den Nachtschränken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal. Tschüss, bis bald.